Freunde, also relativ selten, dass wir den Eingang nicht zeigen können. Aber in dem Fall möchten wir, dass diese Anlage absolut geheim bleibt. Kenner von Urbex Videos werden die Anlage vielleicht schon erkannt haben. Wir befinden uns jetzt in einem sogenannten Warenamt aus der Zeit des Kalten Krieges. Und ja, davon gab es 7 Stück von diesen Warenämtern. Und das war die wichtigste Kommunikationszentrale, um damals die NATO im Kalten Krieg zu alarmieren und auch zu befehligen. Deswegen sind auch diese Türen hier massiv verstärkt und die bekommt man nicht so einfach auf. Und die sind natürlich auch gegen Atomexplosionen gedacht. Genau, mittlerweile war auch schon die Polizei hier, hat die Bude abgesperrt und das ist auch gut so. Wir haben heute hier exklusiven Zutritt in die Anlage. Man hat uns sogar das Licht eingeschaltet. Danke an den edlen Spender. Und eins kann ich euch schon mal verraten. Es ist kein Vandalismus zu sehen. So, hier am Anfang finden wir natürlich immer die sogenannte Entgiftungsschleuse. Es gibt ja einen Krieg und einen Friedenseingang. Das hier ist der Kriegseingang. Friedenseingang bedeutet, man konnte, als kein Krieg war, ganz normal hier durch die großen Flure gehen und war sofort in der Anlage drin. Natürlich alles noch hier am Leuchten, Leute, das zeige ich euch gleich mal. Und im Kriegsfall ist man dann hier durch die Entgiftungsschleuse gekommen und musste sich vorher dekontaminieren. Das bedeutet hier klassisch duschen. Und normalerweise gab es auch immer einen Bereich, wo man seine Kleidung wegwerfen konnte, falls die kontaminiert war. Kontaminiert bedeutet, dass sie dass man vielleicht mit Atompartikeln in Kontakt gekommen ist oder mit biochemischen Stoffen. Genau. So, Technik und Batterie. Hier ist so ein kleiner Vorratsraum. Und hier konnte man den Eingang schalten und walten. Hier konnte man sogar die Kamera einschalten. Die Türen konnte man ein- und auf. So ein Bunker musste natürlich auch ausgestattet werden mit Technik und all so Zeugs. Und Teile sind davon auch sehr schwer. Und hier oben finden wir den Träger für eine Laufkatze. Häufig steht auch die Tonnenanzahl drauf. In dem Fall allerdings nicht. Und hier, wenn man diese Tore oder Falltüren aufgemacht hat, hatte man dann die Möglichkeit, die Technik und alles andere dann nach unten zu lassen. Ganz ohne Beschädigung ist der Bunker leider nicht. Man hat hier anscheinend Paintball drin gespielt. Aber die Leute, die hier Paintball drin gespielt haben, sind auf jeden Fall gut mit der Anlage umgegangen. So, hauptamtliches Personal. Schaut mal hier, sind noch die Tragen drin. Das bedeutet, hier hätte man dann im Notfall geschlafen. Hier Trinkwasser, Warmwasser. Die konnten sich dann also auch hier waschen und auch Wasser vielleicht entnehmen zum Trinken. Und schaut mal hier, das funktioniert alles noch richtig gut. Und damals hat man auch schon so ein bisschen an Dämmung gedacht. Die Rohre sind auf jeden Fall eingefasst. Fühlt sich so ein bisschen nach Gips an. Auch hier wieder hauptamtliches Personal. Und hier scheint noch eine Tür zu sein. Wo es dahin geht, wissen wir aber nicht. So, hier müssen wir aufpassen, weil da steht auch der Name des Gebäudes drauf. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, was für Sachen alles hier in diesem Bunker waren. Und man findet hier sogar noch einen alten Tresor. Gewicht 500 Kilo.
toter Frosch. Aha, da drin. Und jetzt, Leute, eins der Highlights. Ich hätte die Anlage gerne gesehen, als sie noch in Betrieb war, weil hier unten natürlich alles voller technischer Einrichtungen und Menschen gewesen wäre. Und ganz viele Kommunikationseinrichtungen. Schaut euch das mal an. Das ist definitiv ein absolutes Highlight. Und ihr seht, keine Beschädigung. Man könnte wirklich denken, wir sind in einem Museum. Leider ist es kein Museum. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir hier die Möglichkeit hatten, danke nochmal, hier reinzukommen. ABC-Aufnahme. Also Kalter Krieg ist auch immer, das ist übrigens die Tür von der anderen Seite. Kalter Krieg ist immer auch die Gefahr, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Und deswegen befinden wir uns hier unter der Erde. Ungefähr jetzt 2 Etagen. Und der Bunker hat aber in Summe 3 Etagen. Und ganz unten ist dann die Telekommunikationseinrichtung. Was hab ich denn jetzt? Komm mal her! Ich weiß nicht! Was ist das denn, Alter? Ach, die Rohrpostbombe. Ach nein, Rohrpost ist das? Ja. Alter, habe ich mich erschrocken. Schmeiß mal die Lampe rein. Und? Funktioniert noch? Hat der Sog oder? Ich glaube, hier kommt die auf jeden Fall an. Da kommt Luft raus. Da ist oder drauf. Das ist ja mal Hammer. Angezogen, oder? Ja, naja, irgendwie. Hat der dann Feuerzeug oder so? Der drückt's raus. Die wird dann hier quasi. Ja, hier kommt die an, ne? Einmal Feuerzeug dran. Ja, explodiert der ganze Bunker. Warte, ich mal nochmal an. Da kommt Luft raus. Ja, Hier kommt sie dann an, ne? Hier fliegt sie rein und fällt genau. Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Boah. Ja, man ist neugierig und dann hebt man einfach mal so eine kleine Klappe an und dann geht das direkt los. So, der Lichtschalter funktioniert nicht mehr, aber hier seht ihr, hier ist das Licht noch komplett an. Sind auch nicht alleine, wie ihr gerade festgestellt habt. Wir haben die Gelegenheit genutzt, sofort mit einigen Leuten hier aufzutauchen. Weil so eine Möglichkeit bekommt man nicht alle Tage. So, da sind wir gerade hergekommen. Hier ist eine Toilette und schaut mal. Toilette, okay, das schaut lieber nicht. Im absoluten Traumzustand. Und anhand der Toiletten kann man immer erkennen, für wie viele Leute diese Anlage gemacht wurde. Der Krankenraum. Und noch ein WC, direkt bei den Kranken, damit die im Fall der Fälle nicht so weit laufen müssen. Und schaut mal, es ist einfach noch überall Licht. Schon super. Hier wurde behandelt. Ja, also Kalter Krieg. So, ich glaube 1989 ist ja, glaube ich, die Mauer gefallen, wenn ich richtig informiert bin. Damit ist natürlich auch der Kalte Krieg dann zu Ende gewesen. Und die Anlage wurde 2007 das letzte Mal begangen und wurde bis 2012 dann von der Polizei als Trainingscenter nachgenutzt, wie ich gerade erfahren habe. Und schaut mal hier. Hiermit konnte man, wenn die Hydraulik und der Strom ausfällt, manuell die Tür aufpumpen. So, Lagerbüroräume mussten natürlich auch sein. Und schaut mal, das sieht sogar noch relativ neu aus. TV-Antenne. Eine alte Klimaanlage, eine große. Und ja, hier haben die Leute vom Warnamt, häufig Telekom-Mitarbeiter, die waren ja damals noch verbeamtet, haben dann hier ihren Dienst getätigt. Und schaut mal, das sieht so ein bisschen aus wie in einem U-Boot. Mit diesen ganzen Ventilen. So, das war der Aufenthaltsraum. Erste Etage haben wir damit abgehandelt. Und wie ihr seht, hier gibt es überall so weißen Staub. Ja, ein paar Leute haben hier tatsächlich dann den Feuerlöscher angemacht. Aber in Summe, wie gesagt, absoluter Traumzustand. Unbefugten kein Zutritt.
Technikraum. Betreten des Raumes ist strengstens verboten. Wir dürfen heute doch. Hier Gleichrichter. Und wir können sogar noch reingucken, Leute. Das ist so selten, dass man eine Anlage in diesem Zustand vorfindet. Das wisst ihr selber. Ihr kennt ja meine Videos. Normalerweise kommen dann Leute und zerstören alles. Keine Ahnung warum. Deswegen werden wir hier natürlich keinen Standort zeigen. Das Gebäude, was ich euch von außen gezeigt habe, ist nicht dieses Gebäude. So ehrlich möchte ich mit euch sein. Das habe ich reingeschnitten, damit man quasi ein schönes Entree hat. Aber ich zeige hier in dem Fall den Eingang nicht. So, schaut mal hier, Leute, das ist doch auch mega geil, oder? Diese Lampen, die den jeweiligen Status angezeigt haben. Rot, blau. Damals hat man noch die Lampen angemalt. Relais. Oh. Bitte? So, ich dachte, ich wurde gerufen. Hier wurden alle Kabel abgeschnitten. Hier kommen die Hauptkabel an. So, wir haben das. Ja, ja. So, Leute, wir haben ja gerade da oben gestanden. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, was ist das hier? Es kann ja sein, dass das irgendwie beschriftet oder bemalt ist, aber es ist leider nur ein Tuch. Leider nur ein Tuch. So, und hier, und man merkt es richtig, es ist ein bisschen schallisoliert. Man hat oben auch die Akustikplatten drin, Teppich ist drin. Und hier waren damals die ganzen Schaltpulte und von hier aus wäre damals kommuniziert worden mit den anderen Bahnämtern und man hätte dann die Verteidigung koordiniert. Und der Zustand, Leute, es ist nichts beschädigt, nichts beschriftet. Und hier hat man tatsächlich anscheinend versucht, das Kupfer rauszuklauen. Aber man hat dann irgendwann aufgehört. Also man hat auf jeden Fall die Deckenplatten und alles drin gelassen. So, der Kollege sagt, er hat noch was. Ich bin mal gespannt. Hier hat man die Rohre abgenommen und die waren alle schwingend aufgehangen. Und jetzt zeige ich euch ein weiteres Highlight von dieser Anlage. Ein absolutes Highlight. Schaut euch das mal an. Leute, der Zustand ist wirklich atemberaubend. Ich kann euch nicht zeigen, was hier für Beschriftungen sind, weil hier steht auch wieder der Name drauf. Ich kann euch aber sagen, Stand 1984. Kommt also ganz gut hin. So, Verwaltung und der U-Stab. Man hört richtig, dass da unten Gegengewichte dran sind. Und dann hat man hier die Möglichkeit, die jeweiligen Verbindungsstellen anzurufen. Schaut euch das mal an, das ist doch wohl. Und schaut, das ist, Leute, wie gesagt, es ist kein Museum. Es ist kein Museum. Das ist einfach unvorstellbar. Und dann hat man hier ein Telefon gehabt und hatte dann die Möglichkeit, direkt durchzusprechen. Und hier gibt es noch, die ganz ältere Generation wird das vielleicht noch kennen. Leute, das ist einfach toll. Einfach toll. Oder? Was meint ihr? Hier nochmal der Blick. Rechneranlage. Hier von links kommen wir. Oder? Ja, von da aus kamen wir. So, und hier haben wir. Gute Frage. Auf jeden Fall wahrscheinlich auch Telekommunikationseinrichtungen. Ah ne, das ist die Batterie gewesen, der Akku, der Notstromakku. Wenn die Anlage keinen Strom hatte, dann konnte hiermit
der Batterie weitergearbeitet werden, wenn vielleicht der Akku aus ist. So, da vorne sind jetzt gerade meine Kollegen. Wir gehen deswegen jetzt einmal direkt in den Keller. So, mal gucken, was wir hier links haben. Der Aufenthaltsraum. Hier unten hat man noch eine Sickergrube oder einen Brunnen. Und hier seht ihr das hier mit den Feuerlöschern. Wir sind jetzt in der 3. Etage und ich denke, dass wir ungefähr 2 Etagen oder 1,5 Etagen über uns haben. So, ein bisschen Schimmel jetzt hier. Und das waren die Schlafgelegenheiten, Leute, für die Leute, die uns im Zweifel hätten verteidigen sollen. 100% Baumwolle. Und die hat man dann hier unten in solche kleinen Räume eingefärbt. Das ist die Einsatzgruppe, der Raum für die Einsatzgruppe. Das ist alles andere als gemütlich, glaube ich. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, damit man nicht runterfällt. Weil das sind ja bestimmt nur 60 cm. So, das Licht ist aus. Ich denke, die Leute... jetzt ist das Licht wieder an. Licht wieder aus. Schaut euch das an. Das ist wirklich grandios. Hier liegen die ganzen... Ach, guck mal hier, Verpflegungsration. Einmannpackungen. Schade, dass die nicht noch voll sind. Haha, ich wollte die mal immer haben. Was haben wir hier? Euro-Index-Serie. Prozent. Ablesedatum haben wir nicht drauf. Auf jeden Fall funktionieren die noch. Der steht auf 30 und der steht auf 45. Und hier gibt es blaues Licht. Was macht blaues Licht? Es leuchtet blau. Spinde. Spinde schenke ich euch. Leerer Raum, hätte ich jetzt was für eine Spinde. Schaut mal hier. Bunt. ZB5. Waschräume, Toiletten. Ich hatte heute eigentlich gar nicht vor, loszugehen. Ich war letztes Wochenende nämlich hart auf Tour und wollte mal ein bisschen entspannen. Aber wenn sich so eine Gelegenheit gibt, dann wäre ich blöd, wenn ich das nicht mache, weil die ist höchstwahrscheinlich einmalig. Und ein zweites Mal werde ich hier so schnell nicht reinkommen. Also von daher habt ihr Glück, ich habe Glück. Und derjenige hatte auch Glück, denn der konnte hier eine heiße Tasche essen von McDonald's. Nur für Rasierapparate. Also man merkt ein bisschen den Schimmel gerade, so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, so. Und da kommen wir her. Und hier ist die Küche, Leute, in einem absoluten Traumzustand. Hier hat anscheinend jemand in den Topf reingepinkelt. Keiner von uns. Und das ist, schaut mal hier, den Herd. Sogar noch eine alte Pizza. Und das ist hier die Möglichkeit zu kochen. Da drin hat man gekocht. Und hier war die Essensausgabe. Und noch ein alter Boiler. 60 Liter Boiler. Ja, und wo eine Küche ist, muss ja auch ein Vorratsraum und ein Kühlschrank sein. Und wenn wir wissen, dass hier die wichtigsten Leute waren, dann wissen wir auch, dass sie viel Hunger hatten. Und ich dachte erst, als ich das gerade gesehen habe, dass das so eine Grasplantage war. Aber ist ja ein Kühlschrank und deswegen hat man hier das mit Isolier- bzw. Dämmstoff ausgestattet. Und das ist hier der Tiefkühlraum. Hier wurde es dann richtig kalt. Hier hingen die halben Schweine. Abtropfwasser. Und Jenny war anscheinend hier. Ja, mega. Escher Wisskühlung. Spülung, Kühlung. Automatisch. Also mega, mega Location. Hier, das sieht sogar noch aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist es aber nicht. Überdruckventil. Ja. Und ja, und hier hat man mit den Feuerlöschern rumgesprüht. Ihr seht das ganze weiße Pulver auf dem Boden.
Und das waren die Einsätze, glaube ich, zum Essen machen. Oh, sorry. Es lohnt sich auch immer, in die Ecken reinzugucken, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Auch hier wieder Aufenthaltsraum. Angurten fürs Leben. Ja, ich komme doch aus der Zeit, wo man sich nicht anschnallen musste. Und irgendwann wurde das jetzt so Pflicht. Und da fühlten die Menschen sich alle bevormundet. Dieses Gerät wird vom Bundesamt für Zivilschutz verwaltet. 87. Entlüften, Batterie. Ja, wenn so eine Batterie, da ist ja Säure drin, wenn die austritt, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen hatte die eine eigene Entlüftung. Waschraum. Wir befinden uns hier jetzt ganz unten. Sogar das Handtuch ist noch da. Als ob es gestern verlassen wurde. Und hier, glaubt mir, wenn ihr das Geräusch gehört habt und es wirklich ernst war, glaubt mir, dann geht der Puls so hoch. Und deswegen trainiert man ja bei der Bundeswehr. Ich war nie bei der Bundeswehr, aber das weiß ich auf jeden Fall. Dinge immer wieder, dass man die auch unter Stresssituationen abrufen kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie eine harte Stresssituation, zum Beispiel einen Autounfall oder so erlebt habt. Da steht man ja unter Schock, unter Stress. Und wenn man das nicht trainiert hat, dann ist man hand- und kopflos. So, hier ist ein bisschen Vandalismus drin. Aber wahrscheinlich auch nur, weil man gucken wollte, ob da irgendwas liegt. Und überall diese Ventile. Und weitere Räume. Hier durch die Matten ist das ein bisschen gemütlicher. Aber schau mal da oben. Wer will da oben schlafen? Ich glaube, das wäre meine Höhe hier unten. Früher wollte ich mal oben schlafen, aber in dem Fall hätte ich lieber unten geschlafen. So, was haben wir denn hier? Bleifrei. Schuko-Stecker. Dichtungen. Oh, schau mal her. Dichtungen umdreht. Das sind ganz viele Dichtungen. Dichtungsringe. So, da sind wir ja gerade nicht runtergegangen. So, da unten gibt es sogar noch einen Raum. Hier war der Werkzeugraum, damit man auch immer wusste, wo man das Werkzeug hinpackt. Absteckhaken. Spannend. Oh, hier war ich noch gar nicht. Schaut euch das an. Das müsste die Filteranlage sein. Sekundärluft. Boah, ein riesiger Kompressor. Und hier stand mal was. Das waren die Filteranlagen, die sind nicht mehr da. Hier standen überall Filter rum. Seht ihr das? Da waren die Filter drin und da hat man die angeschlossen. Schutzluft. Gelb und Blau. Gelb wird wahrscheinlich in die Anlage gehen und Blau wird in der Anlage verteilt, würde ich mal so sagen. Genau, es gibt Frischluft, es gibt Schutzluft und Notluft gibt es anscheinend auch. Und Fortluft. Okay, jetzt überfordert es mich ein bisschen. Fäkalienwasser. Also hier ist der Hausanschlussraum, würde man zu Hause in einem Haus sagen. Und jetzt seht ihr auch, warum es oben diese Luken gab. Die ganzen Sachen mussten ja hier runter transportiert werden. Und ihr seht ja, dass die ja nicht ganz leicht waren. Insbesondere mussten ja die Filter auch ausgetauscht werden. Und deswegen musste man solche Dinge dann machen. Ich lasse sie mal kurz zu Ende machen.
Wir haben ja noch genug Möglichkeiten. Hier gibt es einen Notausgang, den sparen wir uns. Aber ich glaube, ich habe was vergessen. So, meine Freunde, also da kommen wir gerade her. Ein Kollege hat mir gerade gezeigt, den habe ich kennengelernt, den Rob. Rob, an dieser Stelle Dankeschön. Danke für die Erklärung. Das ist ein CO2-Messer und dieser CO2-Messer misst den CO2-Gehalt in diesem Bunker. Und wenn der zu hoch ist, werden die Türen aufgemacht und es gibt einen lauten, schrillen Alarm. So wie es aber aussah, ist der nicht eingeschlossen. Und schaut euch das mal an, Leute. Ich versuche mal eher so zu filmen. Hier finden wir ganz viele verschiedene Messinstrumente. Das hier zum Beispiel sind die Temperaturanzeiger für die jeweiligen Räume. Das zum Beispiel ist der Aufenthaltsraum, Schlafraum und so weiter. Überwachen, ob auch alles an ist. Prozent RF weiß ich leider nicht. Dieselraum, Temperatur. Also es ist quasi der Raum, wo man... Alter Schwede, ist das geil. Schaut euch mal hier die Lüfteranlage. Oder die Heizung ist das, glaube ich. Ne, der Wäscher. Da sind kleine Düsen drin. Und dann wird hier irgendwas drin gewaschen. Aber was? Oh mein Gott. Alter Schwede, ich bräuchte einen größeren Makro, damit ich das hier alles drauf kriege. Borsig, Berlin, Tegel. Alter Schwede. Das ist ja wohl der Hammer. Den Raum habe ich gerade fast übersehen. Das ist der absolute Hammer. Häufig wurden ja Schiffsdiesel oder U-Boot-Diesel eingesetzt. Schaut mal, da sind bestimmt 2, 3 Kolben drin, 4 vielleicht und dann auf der anderen Seite nochmal. Das ist ja... Das ist der Hammer, das Ding. Aber das ist auch richtig gut. Klimageräte konnte man hier einschalten. Bypass. Platz ist hier unten aber nicht. Also mega. Also hier nochmal der Blick. Das muss ich nochmal für euch einfangen. Mega. So, jetzt haben wir die untere Etage komplett durch. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es hier einen schönen Bereich gibt, der direkt über dem Generatorraum war. Ich bin gerade schon mal hier durchgelaufen und ich dachte, das wäre hier der Generatorraum. Es ist wahrscheinlich auch ein Generatorraum. Vielleicht gibt es hier 2. Hier ist auf jeden Fall der Elektromotor. 2, da hinten ist ein größerer. Das bedeutet, man hat hier redundant gebaut. Sollte einer ausfallen, hatte man immer noch den zweiten. Sofortbereitschaft, gemeinsame Geräte. Die Schwungscheibe. Oh, der Motor ist klein, ne? Aber der ist groß. Abluft. Da, das ist ein relativ kleiner hier. 3 Zylinder, auch nur von Deutz. Gibt es ja heute immer noch. Und schaut mal hier. Hier, das sieht aus wie so ein Schwimmboot, aber das ist der Treibstoff. Und boah. Was ist das denn? Hat man hier gesoffen? Eine Weinpulle. Da haben sie sich jeden Abend eingeballert wahrscheinlich. Und hier ist die Schalltafel von der ganzen Klamotte. So, hier noch die alten Sicherungselemente. Und das ist der Lichtschalter. Einmal das Licht ausgeschaltet. So.
Ich glaube, so langsam kommen wir zum Ende. Hier nochmal die Behälter für Wasser und Co. Nee, das ist ein Druckbehälter. Ah, der Zustand ist doch wirklich atemberaubend, Leute, oder? Das ist ein absoluter Traumzustand. Ein absoluter Traumzustand. Technikraum. Vorsichtig frisch gewachst. Toilette für Damen, wenn mal Damenbesuch war. Und hier ist der Akkumulator. Und hier ist wieder dieser riesige Raum. Und aus diesem riesigen Raum werde ich mich jetzt auch verabschieden, Leute. Also, ich hoffe mal, dass euch dieser mega krass geile Bunker super gefallen hat. Mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich habe auch ein paar alte Leute wieder getroffen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr diesen Content feiert, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zu den Leuten und dann gehen wir gemeinsam nach Hause. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag bzw. Abend. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dein Random Life.